Hallo zu diesem Video, welches die folgenden Inhalte behandelt: Der Beschleunigungsbegriff, beschleunigte Bewegung sowie die Herleitung des Zeitweggesetzes. Solltet ihr Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Im vorausgegangenen Video habe ich die gleichförmige Bewegung vorgestellt. Dieses Video baut darauf auf und setzt entsprechendes Wissen aus der gleichförmigen Bewegung voraus. Anhand eurer Alltagserfahrung habt ihr sicherlich schon eine Vorstellung davon, was Beschleunigung eigentlich bedeutet, zum Beispiel bei einer Autofahrt, während das Auto beschleunigt. Manchmal ist es aber nicht leicht, bekannte Dinge mit wenigen Worten zu beschreiben. Versucht deshalb mal, den Begriff Beschleunigung in eigenen Worten zu beschreiben. Ich mache das nun ebenfalls, indem ich den Begriff auf physikalische Weise definiere. Die Beschleunigung beschreibt die Steigerung oder Verringerung des Betrags der Geschwindigkeit, oder die Beschleunigung ist die momentane zeitliche Änderungsrate der Geschwindigkeit. Da wir später die Beschleunigung rechnerisch ermitteln, führe ich zu den bereits bekannten physikalischen Größen aus der gleichförmigen Bewegung die entsprechenden Formelzeichen und Einheiten ein. Für die Beschleunigung haben wir das Formelzeichen a, wieder aus dem Lateinischen für Acceleratonis, sowie die SI-Basiseinheit Meter pro Sekunde zum Quadrat. Im Gegensatz zur gleichförmigen Bewegung, bei welcher in gleichen Zeitabschnitten stets gleiche Wegstrecken zurückgelegt werden, wird bei einer beschleunigten Bewegung entweder mehr oder weniger Wegstrecke zurückgelegt. Die Geschwindigkeit ist nicht konstant, sondern diese ändert sich mit der Zeit. Man spricht dann von einer beschleunigten Bewegung. Schauen wir uns einen entsprechenden Graphen in einem Zeitgeschwindigkeitsdiagramm einmal an. Man sieht, wie sich die Geschwindigkeit über die Zeit stets ändert. V, also die Geschwindigkeit, ist in diesem Fall proportional zur Zeit t. Übertragen wir die Bewegung in ein Zeitwegdiagramm, dann müssen wir zunächst die zurückgelegte Wegstrecke zu einem Zeitpunkt berechnen. Dazu machen wir uns wieder den Flächeninhalt unter dem Graphen des Zeitgeschwindigkeitsdiagramms zunutze. Mit dem Unterschied, dass wir die Seitenlängen miteinander multiplizieren, also wieder v1 mal t1, aber nun noch durch 2 dividieren. Das heißt, wir setzen unsere Werte 10 km pro Stunde mal eine Stunde ein und dividieren das durch 2, um also die halbe Fläche unter dem Graphen zu erhalten. Daraus ergibt sich auch eine Formel für die Wegstrecke, und zwar S ist gleich v mal t geteilt durch 2. Das kann man auch schreiben als S ist gleich 1/2 mal v mal t. Nach einer Stunde erhalten wir somit eine zurückgelegte Wegstrecke S1 von 5 Kilometern. Und dieser Punkt S1 lässt sich dann in das Zeitwegdiagramm übertragen. Das gleiche machen wir für einen weiteren Punkt, S2. Zu diesem Zeitpunkt sind nach 2 Stunden entsprechend 20 Kilometer zurückgelegt worden. Diesen Koordinatenpunkt können wir dann auch eintragen und die Punkte miteinander verbinden. Und in diesem Beispiel lässt sich dann insbesondere am Graphen der Wegstrecke erkennen, dass mehr Wegstrecke in gleichen Zeitabschnitten zurückgelegt wird. Der Graph hat mathematisch ausgedrückt also die Erscheinungsform einer Parabel. Aus der gleichförmigen Bewegung kennen wir den Unterschied zwischen der momentanen Geschwindigkeit und der Durchschnittsgeschwindigkeit. Analysiert man den Graphen im Zeitwegdiagramm weiter hinsichtlich der Geschwindigkeit,
So erhält man bei der Betrachtung der Tangente in einem beliebigen Zeitpunkt ein Steigungsdreieck, welches ein Maß für die Momentangeschwindigkeit ist und sich entsprechend berechnet wieder aus v ist gleich der Differenz des Weges geteilt durch die Differenz der Zeit. Betrachtet man zwei beliebige Zeitpunkte im Graphen und schneidet den Graphen mit einer Sekante, dann erhält man ebenfalls ein Steigungsdreieck, welches allerdings nun ein Maß für die Durchschnittsgeschwindigkeit ist und sich mit der entsprechenden Formel berechnet. Schauen wir erneut auf den Graphen im Zeitgeschwindigkeitsdiagramm. Auch hier bietet es sich an, diesen weiter zu analysieren, indem die Steigung des Graphen ermittelt wird. Wir nutzen die Formel aus der Mathematik, setzen anstelle der x- und y-Koordinaten die physikalischen Größen für die Geschwindigkeit und Zeit ein, lesen die jeweiligen Werte im Diagramm ab und erhalten ein Ergebnis von 10/2. Das Ergebnis kürzen wir und erhalten einen Wert von 5 mit einer etwas ungewöhnlichen Einheit, und zwar Meter pro Sekunde pro Sekunde. Diese Einheit lässt sich aber auch schreiben als Meter pro Sekunde zum Quadrat. Denkt jetzt noch einmal an den Anfang zurück, als ich die Beschleunigung eingeführt habe und auch die Einheit dafür bekannt gegeben habe. Die Einheit war nämlich Meter pro Sekunde zum Quadrat und somit erhalten wir mit 5 Meter pro Sekunde zum Quadrat einen Wert für die Beschleunigung. Die Steigung des Graphen im Zeitgeschwindigkeitsdiagramm ist entsprechend also ein Maß für die Beschleunigung. Es ergibt sich für die Formel zur Berechnung der Beschleunigung eine folgende Formel, die lautet: a ist gleich v durch t. Deshalb ist es auch sinnvoll, ein weiteres Diagramm einzuführen, das Zeitbeschleunigungsdiagramm. Um den Wert für die Beschleunigung als Graph sichtbar zu machen, zeichnen wir wieder einen Graphen ein, der hier grün dargestellt ist. In diesem Fall zeigt der Graph über alle Zeitpunkte eine konstante Beschleunigung. Genauer gesagt liegt eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung vor. Wenn die Beschleunigung nicht konstant ist, sich also über die Zeit ändert, dann spricht man von einer ungleichmäßig beschleunigten Bewegung, die ist aber nicht Teil dieses Videos. Theoretisch kann der Wert für die Beschleunigung auch einen negativen annehmen, zum Beispiel minus 5 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Das bedeutet dann lediglich, dass die Geschwindigkeit über die Zeit nicht zunimmt, sondern abnimmt. Es wird dann entsprechend weniger Wegstrecke in gleichen Zeitabschnitten zurückgelegt. Eine negative Beschleunigung beschreibt daher auch eine Verzögerung, was bei einer Autofahrt zum Beispiel einen Bremsvorgang darstellt. Auch im Zeitbeschleunigungsdiagramm lohnt sich das weitere Analysieren des Graphen, denn der Flächeninhalt unter dem Graphen ergibt hier den Wert 25 Kilometer pro Stunde als Maß für die Geschwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt. Als Formel ausgedrückt heißt das dann v ist gleich a mal t. Zum Ende vergleichen wir alle Formeln und Diagramme der gleichförmigen und der beschleunigten Bewegung noch einmal miteinander. Für die gleichförmige Bewegung ergibt sich die angezeigte Formel für den Weg. S ist gleich v mal t. Für die Geschwindigkeit ist es gleich der Weg geteilt durch die Zeit und die Beschleunigung ist entsprechend 0, da wir in der gleichförmigen Bewegung keine Beschleunigung haben. Bei der beschleunigten Bewegung haben wir logischerweise eine Beschleunigung und die können wir auch berechnen. Das haben wir gerade hergeleitet. Entsprechend lautet die Formel a ist gleich Geschwindigkeit geteilt durch die Zeit.
Für die Geschwindigkeit können wir die Formel nutzen a mal t, also die Beschleunigung multipliziert mit der Zeit. Und für den Weg in der beschleunigten Bewegung haben wir kennengelernt folgende Formel: S ist gleich 1/2 mal v mal t Quadrat. Hier kann man diese Formel auch noch nehmen, kann die Geschwindigkeit in diese Formel einsetzen und erhält dann eine weitere Formel, nämlich S ist gleich 1/2 mal a mal t zum Quadrat. Das sollten die bekannten Formeln sein, mit der man entsprechend auch alles ausrechnen kann. Dann bedanke ich mich, wenn ihr mir bis hierhin gefolgt seid, und solltet ihr Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann schreibt mir es gerne in die Kommentare.